ungewiss, das Leben geschenkt, total perfekt. Es geht etwas los in Monopolis. Die Stadt ist still, sie ist ein Modell. Hier hat die Shopping-Welt sich selber ausgestellt. Automatik lenkt den ganzen Stadtverkehr. Die Stadt hat Neonlicht und den Condition Flair. Keinen Sommer und keinen Winter mehr. Es geht etwas los in Monopolis. Die Stadt ist gebaut für eine bessere Welt. Dort geht der Schrecken rum, Angst hat sich eingestellt. Man geht nicht mehr aus in der glänzenden Welt. Denn wenn die Sonne sinkt, geht durch die Stadt Gewalt. Es geht etwas los in Monopolis. Es geht etwas los in Monopolis. Denn wenn die Sonne sinkt, geht durch die Stadt Gewalt. Still in finstere Vorstadtnacht. Dann ziehen die Blackstars los und zeigen, wie man's macht. Wer legt die Frauen hin? Wer dreht das Parkplatzding? Wer zündet Häuser an? Das sind die Blackstars, Mann. Und dann, da gibt's Panik auf dem Boulevard, wenn wir bei Nacht losziehen. Wenn wir bei Nacht losziehen, zittert man in den Bars. Wir sind auf Action aus, denn wir sind die Blackstars. Alles Typen angemalt, lacht man uns erstmal an. Dann zeigen wir eiskalt, dass Blut auch fließen kann. Das knallt wie Blitze auf Asphalt, wenn wir bei Nacht losziehen. Wollen einfach glücklich sein, nicht erst im Altenheim. Wollen nicht mehr warten, wir starten jetzt. Wir wollen unseren Teil vom Glück, nicht erst bei Traummusik. Wir nehmen alles, wir wollen es jetzt. Wenn wir bei Nacht losziehen, kommen wir vor irgendwo.
Aus der Sendezentrale, die Hauptstadtsendung Occidentale. Hier ist Roger mit seinem Resümee, die News sind national und international. Damen und Herren, tja, heute geht es wieder mal um die Blackstar-Gefahr. Auf den schwarzen Listen stehen Sie als Terroristen, eine kriminelle Macht. Es heißt, Sie haben letzte Nacht beinahe Tausende umgebracht. Denn die betroffenen Personen, die unterirdisch wohnen, kamen in Erstickungsgefahr. Denn das Belüftungssystem war unerwartet plötzlich außer Kraft durch irgendeine kriminelle Machtschaft. Außerdem hat eine Motorradgang mit schwarzen Sternen auf ihrem Stirnband und Molotows in der Hand die Flugplatz-Lärmschutzwand der Autobahn verbrannt. In dieses Quartier schickt die Armee bewaffnete Trupps für den zivilen Schutz, damit der Straßenkrieg aufhört, der die Ruhe und die Ordnung stört in dieser Zeit der Präsidentenwahl. Alles weitere dann in unserem Editorial. Manchmal stoppe ich den Ton von der Television und höre den Gästen zu bei der Konversation. Verrückt, was man da hört, verrückt, was so passiert, wenn man hier unten joggt und Kaffee serviert. In einer Pressekonferenz, das war sensationell, erschien der reichste Mann der Welt. Zéro Janvier, er machte diese Stadt zum Modell. Er erklärte, er kandidiert offiziell bei dieser Wahl zum ersten Mal als Präsident von Okzident. Als Nummer 1 sieht man ihn bei der Mehrheit der Fortschrittspartei. Zéro Janvier will garantieren, Ruhe und Ordnung zu stabilisieren. Sie hören Originalton seiner Deklaration. Wir bauen heute die Atomrepublik. Der Mensch wird frei sein und kein Sklave der Natur. Wer das Alte liebt, der bleibt zurück. Wer leben will, braucht Zukunft pur. Und wir vermeiden, dass die Erde zu sehr ein Land des Chaos wird und totalitär. Dann muss der Okzident die Grenzen sperren. Für Fremde, meine Damen und Herren. Hier ist ein Kommuniqué, das von den Blackstars kam. Darin bekennen sie sich zu der richtigen Tat. Ein Johnny Rockford, so steht es da, führte sie an. Die Blackstars kenne ich gut, ich kann euch was erzählen, was sich hier abends tut im Underground-Café. Hier planen sie an auf jede neue Tat. Eine Frau führt sie an, sie nennt sich Sadia, spricht revolutionär, Töchterchen von Papa, mit ganz schön verqueren Ideen. Und man glaubte nie, wenn man sie so sah, sie würde in die Uni gehen. Da kommt sie ja, la voilà, Sadia. Die Frau geht auf die Knie, bis sie ein Star steht, bis sie der Sterne vergeht, immer wie sie ihr Haar bewegt und wie sie ihre Brüste trägt. Wenn ihr mich sehen könntet, nackt, nicht
Mal sah ich sie stehen im Underground Café. Es wurde still im Handumdrehen und Johnny hat sie angesehen. Er ging auf sie zu, sie sagte, hey du, sie standen lange an der Bar und sprachen bis die Nacht um war. Flashback. Ich hab schon viel von dir gehört, unter großen Klassenkampf. Ihr macht schon jede Menge Gang, der andere was sagt, den stört. All die sagen, so ein Kram. Der Arbeit ist zero Genre, die muss man knacken unbedingt. Man muss verhindern, dass er geht, die macht den Okzident erringt. Ich mache nichts für die Idee. Du bist genau der, den ich will. Mit mir erreichst du jedes Ziel. Gehst du mit mir, bist du im Spiel. Der neue Blackstar Führungsstil, der klingt so stark wie ein Rentier. Mir ist nur eins nicht klar, wieso Blackstar? Aus dem dunklen Untergrund steigt ein heller Stern empor. Mission Johnny Rockmore. Im dunklen Untergrund steigt ein heller Stern empor. Mission Johnny Rockmore. Nun ja, so ist das damals dann passiert. Und seit diesem Tag haben Johnny und Sadia sich nie mehr getrennt. Die Blackstars, so war's, mit einem Mal waren sie Medienstars. Im Grunde hat Johnny nur gewollt, dass man über ihn spricht. Er hat sich den Erfolg geholt und lebt so, dass er nicht zerbricht. Doch mich geht's nichts an, ich denke da nicht dran. Ich hab das Leben nicht bestimmt und will nur meine Wege gehen. Ich will nur tun, was mir gefällt, doch mit der Zeit mir keine fehlt. Ich jogge im Underground Café. Ich bin die Frau am Automat und träume mir das Leben schön. Am Abend bin ich völlig matt und manchmal will ich einfach gehen. Ich jogge im Underground Café. Bald will man sehen, die Frau am Automat davon geht und sie geht ihren Weg in die Sonne. Kann ich halt tun, was ich will, was fang ich morgen an? Das frage ich mich dann und wann. Wo geht mein Leben noch hin? Mich macht rein gar nichts an. Ich such nach einem neuen Sinn. Nicht zur Arbeit gehen, nicht aus Jobs bestehen, auf die Kohle sehen, wie alle. Könnte ich noch mal wählen, wird es vielleicht schön. Doch mein Problem, ich find nichts schön. Ich spiel Gitarre ab und an. Das ist schon alles, was ich kann. Hab nie geträumt, ich wär ein Star.
bald wird man sehen, die Frau am Automat davon geht und sie geht ihren Weg in die Sonne. Da liegt ein Tut, was ich will. Was fang ich morgen an? Das frage ich mit dann und wann. Wo geht mein Leben noch hin? Mich macht rein gar nichts an. Ich suche nach einem neuen Sinn. Bald wird man sehen, die Frau am Automat davon geht und sie geht ihren Weg in die Sonne. In die Sonne. Und jetzt folgt die beliebte Sendung für alle jungen Leute. Die Sendung Nummer 1 wissen wir heute. Starmania präsentiert von Kristall, dem Lächeln von Tele Occidental. Meine Damen und Herren, der Stargast ist heute Abend Serge Janvier, der erste Mann der Petit Petit. Sie hat sich zum Trauerdach aufgemacht und er, streng bewacht, war zuerst aufgebracht, bis er ihr zugestand, explosiv ein Gespräch aus dem Stand, explosiv, daraus ein Ausschnitt aus erster Hand. Serge Janvier, Sie sind der kommende Mann. Wie schafft man das? Wie fängt man so etwas an? Was raten Sie der Jugend von mir? Glaubt an euch, lautet die Botschaft von mir. Fast jeden Tag bekomme ich Briefe privat von jungen Menschen, man will von mir einen Rat. Nehmen Sie mich, ich fing auch bei Null an. Ein jeder wird das, was er kann. Meine Damen, meine Herren, heute Abend steht vor mir ein Mann, der kommt nicht nur bei Frauen an. Ich bitte Sie, Serge Janvier, vergessen Sie für den Moment den Businessman, den jeder kennt.
Singapur, ich fliege erster Klasse nur. Ich steige ab in Pro-Hotels, weil mir die Perfektion gefällt. Der Mangel ist nicht meine Welt. Sind Sie glücklich hier? Glücklich nicht, doch tu ich so, denn der Humor ist einfach weg. Geschäfte sind der höchste Zweck. Ich habe Erfolg und der macht froh, nur manchmal habe ich ein Gefühl, dass ich nicht tue, was ich will. Hey Alter, sei doch still, denn keiner macht das, was er will. Das, was er will. Ich wär so gerne ein Artist. Ich würde lieber sein Kind. Kaum, dass mein Schiff gelandet ist, in Rotterdam oder Athen. Ich wär ein Sänger wie Joe Cocker. Ich würde rausschreien, wenn ich will. Oder ein Dichter wie Molière, der in den Künsten für sich singt. Der in den Künsten für sich singt. Wie gerne wäre ich ein Akteur, so wunderbar wie Olivier. Und neben mir die schönste Frau. Wir sind um Liebe und Begier. Wir sind um Blut und Begier. Ich wär so gerne ein Artist, wie den Neubau von oben her. Ich fühle mich ein Anarchist und lebe wie ein Millionär. Und lebe wie ein Millionär. Ich wär so gerne ein Artist. Oh, oh, um rauszuschreien, was mit mir ist. Wählen Sie gerne auch mal gebe fast alles hin, wenn er doch mal der Stargast will. Sigi, jenen Sigi, ich bin verrückt nach ihm. Ein junger Nächte wie andere sind, ich hab ihn lieb, er ist ein Kind. Auch wenn ich doch weiß, dass er mich lieben kann. Sigi,
Ich bin unbedingt, attraktiv, Küche, Literie. Nur was noch hab ich vor, ich komm nicht ohne Angst. Nur Natur, what to do, let's bei mir gut gepasst. Das ist mein Rock'n'Roll, alles out of control. Nach die Liebe so, als bester Track, worauf man nicht das schon. Sound ist da, das macht wahr, ich seh's richtig zu gut. Pink und Schlaf, was wir fahren, was sein Ding, wenn ich fühl. So bauen wir auf die Show, und die Welt ist lang, der Start von mir zieht. Tönt wie Heroin, und der Kopf zieht los, macht mich wie ein Stoß. Ich ist nichts bei mir nur, einfach mein Bauch. Ich soll es meine Welt, was mir das nichts gesagt. So, für mich, solange ich kann, ich klappe auf, werfe Stäbe an. Rede nach Telefon, das ist der Superton. Grüner Wald lässt mich kalt, ich bin auf die Ton. Das ist mein Rock'n'Roll, alles out of control. Ich bin perfekt, Kontakt und Flug. Geld ist egal, ich setz alles um. Sag ihm auch, wenn ich glaub, Leben mit Gitarre. Ich bin halb, fühl mich frei, ich glaub den letzten Schrei. So lebe ich das Brot, wie jeder Reiner. Das ist mein Rock'n'Roll, alles out of control. Wo kommst denn du her? Ich glaubte nicht mehr. Lies bitte einmal diesen Brief, ob mir ein Fehler unterliegt. Ich schrieb ihn an Samantha. Was willst du ihnen denn erzählen? Ich erzähle was von mir. Glaubst du im Ernst, dass das genügt von dir? Du weißt nicht, was alles war. Ich schrieb Storys auch für sie. Die erzählte ich dir nie. Ich war ein Mannequin und sah. Wenn ich einschrieb, stand sie da und hat gesagt, bist du erst groß. Das hast du den Märchenprinz, meinen Prinz in Schwanensee. Ja, den Prinz in Schwanensee. An jedem Samstagnachmittag spielen alle Jungen Ballett. Die waren zu mir besonders nett, doch ich ging allein zu Ballett. Das war für dich kein Paradies. An die Gürtel wurde der Geist, mir war zu bewundern. Ich weiß, dass jeder ich bin genügend schon gemacht. Das ist doch diesen Tag vergess ich wirklich nie. Ich fand die erst die große Liebe, sie hieß David Bowie. Das hat die Musik getan. Ich nahm mit anderen Armen an. Das hast du gemacht für die. Zu Hause war für mich ein Flop. Ich bin zurück in den Job. Sie haben mich damals engagiert. Und dann hab ich Totag, da bin ich mit dran. Ich werde Schlagzeuger. Ich werde Schlagzeuger.
wenn ich doch weiß, dass ich mich nie lieben kann. Jetzt ist Mr. Disco schon Rockstar Nummer 1. Johnny, zeig ihm mal, was das heißt, wenn jemand sich rockert. Zeig ihm mal, was das heißt, wenn man sich Johnny Rockboy. Man kann wieder machen, guck mal, wie ich vor. Wenn man nach vorn geht, in die Sendung Starmania, das bist nicht du, Siggi, sondern du, Johnny. Ich hab da eine Idee, ich spiele Telekonfet für Teleoccidental, naturfrei Kristall. Ich häng die Freunde raus aus ihrem Elternhaus, die sie von früher kennt, inzwischen etwas fremd. Und da kommt ein Dreh, ein Interview und ganz exklusiv mit Johnny Rockboy am Café. Das wird für sie der Hit, den lässt sie sich nicht entgehen. Bitte nicht, kann keiner widerstehen. Bitte nicht, kann keiner widerstehen. Am Tag danach, wie sie versprach, da kam Kristall und Johnny Rockboy flog gleich auf sie. Es war fatal, als gab es da ja nie. Es war fatal, als gab es da ja nie.
Personen, glaubt man den Organisatoren. Rund 50.000 Personen kamen uns dann zu Ohren, waren heute versammelt um 4 im großen Stadion Oval. Zero Janvier proklamierte hier sein Programm für die Wahl. Zero Janvier, Präsident, von Occident. Zero Janvier, Präsident, von Occident. Zero Janvier, Präsident, von Occident. Weil die Gewalt unsere Wege zerbricht,
zurück, heißt jetzt das Gebot. Denn der Frieden im Land ist bedroht. Wird die Hauptstadt stark bedrängt, wird das Kriegsrecht verhängt. Und für die Verknappung der Primärenergie habe ich die Strategie. Ist es einmal vorbei mit den Schätzen im Meer, finden wir die neue Welt und das ist nicht schwer. Unsere nächste Großaktion ist eine Weltraumstation. Wir machen uns bankrott für die dritte Welt, die uns zum Dank der einst mit Bomben überfällt. Wir brauchen die hohe Kunst der Balance. Ich bin in Occident für Sie die letzte Chance. Ich bin in Occident für Sie die letzte Chance. Wir bauen heute die Atomrepublik. Der Mensch wird frei sein und kein Sklave der Natur. Wer das alte lebt, der bleibt zurück. Wer leben will, braucht Zukunft pur. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen jetzt unsere Sendung. Das müssen wir tun. Der unglaubliche Fall betrifft unsere Kristall, das Lächeln von Tele Occidental. Sie wurde entführt. Bei einer Straßenschlacht, da ist es plötzlich passiert. Mit Neutronenkamera und O-Ton hat sie einen Film gemacht über die Blackstars in Aktion. Sie sehen, man kann sich alles sparen, was heute so im TV kommt. Wollen Sie erfahren, was war? Wie ich die Sache sehe? Ich glaube nicht, dass sie entführt wurde von Johnny. Ich glaube schon eher, sie ist geflogen. Mit Johnny. Es liegt ein Fluch auf dieser Erde und irgendwas geht nicht mehr rund im System der Welt. Wo geht ein Mensch auf dieser Erde? Unsere Fragen auf den Grund, die man sich stellt. Die man sich stellt. Wir sagten Flug, was wir hier tun in der Welt, die sich für die Beste hält. Wir sagten Flug, was wir hier tun in der Welt, die sich für die Beste hält. Von New York bis Tokio, alles überall gleich. Die Busse, die Metro fahren ins Mondkino. Die Menschen leben dicht an dicht. Das Neonweiß der Nacht ersetzt das Sonnenlicht. Und in jedem Radio tanzt dieselbe Disco. Der Tag ist grau, die Nacht so blau. Wenn das Jahr 2000 steht, dann wird das Leben leicht, man schlägt den Stern auf seinem Overall und auf Stahl die Wege stehen uns da. Man reiht sich ein, hat seine Wahl, wenn das Jahr 2000 steht. Miami, Singapur, alles überall gleich. Die ganze Welt wird klein, fliegt man mit Charter ein. Der blaue Himmel macht uns froh, und wenn keiner mehr weiß, wo die Sonne lag,
Zielen stirbt rosarot, man fährt in Limousine, Man stirbt im Kinotod. ist das der Last Spotlight, genannt die Leinwand Queen. Emanzipiert sich zur Zeit, sie wird Feministin. Die hatten sie so weit als Märtyrerin. Die Sieger zu spielen und sie wird alles hin. Nach ihrem letzten Dreh, da hat sie ausgebracht. Zumindest im Marzipan, sie in dem Film nicht nachts. Der Titel von dem Film ist Königin der Nacht. Ganz offensichtlich steht sie drauf, wenn alles lacht. Der Film ist aus mit Welt, des Klassikers gedacht. Darin erkennt sie sich und will sich so aufbewahren. Und dann verzieht sie sich. Danach erweitert ihre Nacht. Und schreibt dort Memoir. Sie kannten nicht weniger. Ich war neue Güter. Jetzt bin ich nur ein Mitgenommen. Ich bin für euch zu alt. Glück ist das gemacht. Ja, ein letzter Halt. War tagelang dabei. Zu allem so viel Rest. Zu allem Spaß, zu allem Stress. Bye bye, Marjorie. Es vergisst mich, vergessen. Das letzte Sexsymbol. Schatzu, ist das nicht schön? Heute stirbt das Sexsymbol. Meine Zeit verging, hatte nur was man sagte. Meine Zeit verging, hatte Träume, keine Kräfte. Sitz ich mal in der Stube, im Café, erkennt mich keiner und das tut mir weh. Auch die mich lassen Travestie, sind nicht hier. Sie waren hier einer Konkordanz, der Schein wird das stimmt Nikola. Seht hinter meiner Eleganz die andere Seite von Dekor. Ich bete bitte ab und fühle mich trotzdem niemand. Ich weiß, von Ausweisnaps. Ich träume, dass man nichts wird, wieder man nicht erwähnt. Dabei komm ich doch wie ein Schein. Heimschlag von Blut und Pein, dass euch die Macht führt, wird das funktionieren, wenn man macht so lange. Oben auf dem Thron sieht das in der Schau. Und ich den Lipstick drauf, alles nur alt und fest, alles nur schon gelöst. Unter dem Fass, da war noch Stress, bye bye, Marjorie. Der sich nicht vergisst. Das letzte Sexsymbol. Schatz, ist das nicht schön? Heute stimmt das Sex
Bei dem Abschied der großen Leinwandqueen gab die Haute Volée sich Rendezvous auf einer Soiree nach der Premiere von ihrem letzten Film. Es war die Gala im Foyer der Monopolis Opera. Stella Spotlight war die Sensation. Sie erschien bei der Projektion in Begleitung von Zero Janvier, dem Junggesellen mit dem Top-Renommee. Danach ging es zum Diner. Weiterhin ist nichts Neues bekannt von unserer lieben Kristall, die schon vor Wochen verschwand durch Entführung. Und offenbar ist klar, dass das kein anderer war als Johnny Blackstar. Ich hab von Johnny und sag ja, ich will gesehen, was sie sind da. Sie leben wie es oft schon war im alten Hangar. Kein Mensch darf sie zusammen sehen, mit ihrer Freundin Miss Kristall. Sie bringt uns noch in Hand und dreht den Riesenskandal. Den Riesenskandal. Meine Kleine sollten wir auf dein Verschwinden reagieren. Wir werden heute deklarieren eine Version, die heißt Entführen. Ich glaube, das kommt besser so. Wir sind für TV. Eine Message auf Video. Und ich schreibe Auto, wo mich fliegt. Oh, ich weiß nur, ich brauch Liebe pur. Oh, ich weiß nur, ich brauch Liebe pur. Ich glaube, das ist die Version. Lass sie in Ruhe, sie macht das schon, yeah. Sie hat der Kleine, der kann das schon. Er lernt mir seine Lektion. Okay, aber ist die Sache die, dass ich entscheide und wie. Ich spiele nur die Hauptpartie. Die Zeit begleitet nie. Hier gibt es keinen, der dich hält. Hau ab, wohin du willst. Johnny, du bist bekloppt, wenn du mit Feuer spielst. Seine Blicke sind mich gefahren. Wie Laserstrahl. Seitdem ich wiedergekommen, was hat mir getan? Oh, ich weiß nur, ich brauch Liebe pur.
das nur. Ich brauch lieber pur, wie die Rede von der Liebe. Ich brauch lieber pur, wie ein Stern bei der Autobahn. Ich brauch lieber pur, wie die Erde, wie sie über den Meeren. Wie die Blume des Lichts und die Wärme. Ich brauch lieber pur. Ich brauch lieber pur. Vogelflügel braucht damit er fliegt. Wie der Mond die Nächte für den Schein. Ich brauch lieber pur, ein bisschen Liebe nur. Baya Babau, Baya Babau, Baya Babau, Baya Baya Bau, Baya Babau, Baya Babau, Baya Babaya, Baya Baya Bau, Baya Baya Bau, Baya Baya Bau, Baya Babaya Babau. Machen Sie morgen Nacht die Uhr, werden Sie heute Nacht sehen. Er hat Ideen, Energien, werden Sie Zukunft, werden Sie. Sie wird immer mit Liebe. Nach dem Spot der PPP, der was war wie ein Porträt, senden wir nach der Musik das Interview über Politik mit Zero Jongier. Toll, das guck ich mir an. Das muss ich sehen, wenn die aufdrehen. Da geht die Post ab. Das Gespräch führt mit Jongier, euer Freund Roger Roger. Was sagt der Präsident XP, Herr Zero Jongier? Wir bauen heute die Atomrepublik. Der Mensch wird frei sein und kein Sklave der Natur. Doch denken Sie nicht, dass uns Ihre Politik in den Abgrund führt, und zwar in die Diktatur. Ein bisschen mehr Respekt, Herr Roger. Sie warten mit hierher, wir sitzen hier nicht im Café. Bitte bleiben Sie fair. Ich denke, jeder weiß, es geht hier nicht um Wahlsprüche mit Schwung. Wo liegt die Priorität für Ihre Regierung? Ich will, dass diese Welt neu entsteht. Eine Welt, wo jeder frei existiert. Und meine Priorität, Sicherheit, damit alles funktioniert. Heißt das ganz nebenbei, Sie bauen auf die Polizei? Mein Herr, es scheint, wir reden aneinander vorbei. Können Sie das Problem der Armut übersehen? Ich sage Ihnen, nichts fehlt, sind wir so weit. Ich sage hier, jeder bekommt, was er will. Luxus, Zeit, Ordnung, Ruhe und Sauberkeit.
Verzeihen Sie, meine Damen und Herren, diese Störung ist intern. Wer hat die Schweinerei inszeniert? Sabotage! Das ist organisiert! Die Botschaft von Kristall wurde übermittelt durch Wellen im All. Das ist illegal, auf jeden Fall. Da sieht man es, bei Starmania passiert sehr oft so ein Fauxpas. Ich sagte ja, dass uns Kristall war jetzt überrascht mit dem Skandal. Und Stella Spotlight kam dort an, wo man nicht tiefer fallen kann. Wollen Sie morgen auch Niveau? Nehmen Sie heute noch Zero? Spektakulär, wer hätte das gedacht? Wir sehen sie in Aktion als Blackstar-Kämpferin. Im Poster total in, Auflage 1 Million.
einen Riesenknall. Wir haben den Superstar, Pizza kommen in Supermarkt. Servieren geniert, das andere Brot wie Ich hab die beste Idee. Jagen wir Herrn Javier mit seinem Job hoch, dann ist Billy. Wir können ins Spiegel tanzen wie nie. Oh, oh. Was mach ich ohne ihn? Ich gebe alles hin. Er kommt hierher erst gegen früh und ich hab immer Angst um ihn. Fehlt er dann und wann? Hoff ich, man hat ihm nicht wehgetan. Zeit, trink den Kaffee, ich bin so weit. Mann, Lisan, tut mir leid, heute Nacht kann ich nicht tanzen gehen. Es ist was passiert, weshalb komm ich her? Ich muss es sagen, das fällt mir schwer, ich werd dich nie wiedersehen. Lass mich sehen, wir hatten es schön. Ich habe Sadia oft gesehen, sie hat mich
engagiert als Disc-Jockey im Okzident, der Disco diese Janvier gehört. Wie hat sich Saga denn da reingebracht? Sie hat bald Freunde an der Macht. Heißt das, sie ist ab jetzt mit den Blackstars verkracht? Sie kommt im Ernst Underground Café, Saga Job für Zero Janvier. Was spinnst du da? Sag mir, das ist nicht wahr.
Schauspielerin Stella Spotlight zeigt ihre Heimat an mit Zero Champagne. Im kleinen Rahmen wird intim souffliert. Das Paar wird darauf nach Notre Dame chauffiert. Am Abend gibt es dann einen Empfang im Okzident, der Disco mit dem Megaklang. Hochzeitstanz über den Spielenglasbüros von Zero Champagne. Heute Nacht geht's los. Die haben Bomben installiert, vor ihrer Nase hier platziert. Sie sollten alles kontrollieren, besonders ihre Fahrstuhltüren. Die gehen alle dabei drauf. Die Weltstars halten mich nicht auf. Die Sonne scheint in Okzident. Nur den allerhöchsten Berg. Und jeder hört das Firmament. Nur im 160 Grad. Ich brauch Liebe pur, oh, ich weiß nur, ich brauch Liebe pur.
das Wind zieht, ganz weit Gleich wird bekannt, wer hat gewählt und wie im Land. Noch 3 Minuten und man kennt die Resultate. In Prozent. Wer wird Präsident von Okzident? Unter Kandidaten jeder Couleur war einer, der erreichte die ganze Nation durch seine klare Position. Wird er heute Sieger sein? Ja oder nein? Er ist im Lande beliebt, wie die letzte Umfrage ergibt. Der Unfall mit Kristall und die Verhaftung von Johnny Roquefort waren der Dreh für Zéro Janvier. Er bewies, ihm macht man nichts vor, die Stimmung im Lande stieg. Vielleicht ist das der Sieg. 5, 4, 3, 2, 1, jawohl! Meine Damen und Herren, 12 Uhr. Ich sage jetzt nur einen Namen, den jeder kennt. Zéro Janvier ist Präsident von Okzident. Und hier sehen wir ihn beim Komitee der PPPP. Stella Spotlight kommt jetzt dazu. Sie legt ihm zu, sie hat ein Mikrofon. Sie spricht die Deklaration. Stella Spotlight, Sie haben Ton. Ich begründe den Sieg von Zéro Janvier, dazu bin ich bestimmt. Damen und Herren, ist unfassbar der Sieg, aber so haben Sie eben gewählt. Die Stimmen sind gezählt, die Mehrheit hat gewählt. Ist sie nur hart, der
Geschichte der Welt. Sehen sie sich im Spiegel an, dann fehlt ihnen klar. Sie sehen auch an mir, was das Leben bewahr. Schauen sie zu, wie man bannen kann, Ausfluss ist da. Der Sieg ist anerkannt, ein Sieg für unser Land.
Stein, die Welt ist Stein. Leben mag ich nicht mehr, will nicht mehr funktionieren, wie jeder Automat, der ein Reich konstruiert und den besten Plan hat und am Ende verliert. Stein, die Welt ist Stein. Lasst mir doch meine Qual, hört auf mir beizustehen, löscht mich mit einem Mal. Ich will endlich vergehen, ehe der Kopf mir zerspringt, will ich schlafen.